Lasst uns über Trainings reden. Vor einigen Wochen haben mir 2Credits kommentarlos einen Link geschickt und ich dachte erst so, what? Aber bei genauerem Hinsehen wurde meine Neugierde geweckt. Es war nämlich ein Offroad-Training für Reise-Enduros gerade mal 1 Stunde von zu Hause entfernt. Und mein erster Gedanke war, ich bin zwar nicht der beste Fahrer, aber brauche ich wirklich so ein Training? Okay, schaden kann es nicht. Neugierig geworden habe ich also einen Termin ausgemacht. Und 1 Monat später ging es auch schon los. Da war ich nun bei winterlichen Temperaturen auf dem Weg durch die Eifel. Es ist ganz schön kalt hier. Wir haben ca. 3 Grad, aber zum Glück habe ich meine beheizte Kleidung an. Übrigens, zur passenden Jacke gibt es auch die Handschuhe von Magna. Wo darf man parken? Überall, okay. Und wurde von Adrian, unserem Trainer, in Empfang genommen. Beheizte Jacke und beheizte Handschuhe. Moin! Adrian fährt seit seinem 3. Lebensjahr Motorrad, hat 10 Jahre Motocross-Erfahrung, fuhr Enduro-Rennen und hat die letzten 3 Jahre 30 Länder inklusive Trans-Euro-Trail bereist. Der Kerl zeigt uns erst, wie man richtig und dann, wie man richtig hart im Gelände fahren kann. Wir haben ja hier ein richtig geiles Trainingsgelände. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Dockweiler. Dockweiler ist ungefähr knapp 20 Kilometer vom Nürburgring weg, in der schönen Vulkaneifel. Wir haben hier ein Gelände, das wirklich den Regen wegsaugt. Und so können wir von März bis November jeden Monat Trainings anbieten. Ist ja nicht nur hier oben die Schotterecke, sondern unten, wenn man richtig Bock hat, kann man ja auch hingehen und quasi mit den Dickschiffen Trail fahren. Genau, also wir haben hier auch noch ein fast so großes Gelände wie hier oben ist, auch nochmal Single Trails, wirklich naturell angelegte Fläche, von der Natur aus nichts künstlich angelegtes, wo man Single Trails fahren kann. Dort staut sich natürlich das ganze Wasser, das hier vom Hang runterfließt, und da ist ordentlich matschig auch. Selbst wenn es vor einer Woche geregnet hat, ist da noch ordentlich matschig. Also das ist richtig was für Leute, die sich richtig besorgen wollen auf ihrer Reise Enduro. Also da macht's Spaß. Genau. Was bietest du bei den Einsteigern an und was bei den Fortgeschrittenen? Bei den Einsteigern geht es vor allem darum, dass sie die ganze Grundtechniken im Offroad-Fahren erstmal erlernen. Ganz wichtig natürlich, wie kuppel ich im Offroad, wie stehe ich auf meinem Motorrad, wie bremse ich im Gelände. Das unterscheidet sich sehr stark zum Fahren auf der Straße, aber im Umkehrschluss kann man alles, was man hier beim Offroad-Fahren lernt, kann man dann wieder auf der Straße verwenden. Das ist das Tolle eigentlich an den Offroad-Fahrsicherheitstrainings. Gerade auch für Leute, die das erste Mal im Offroad fahren, hier kann man wirklich sehr viel lernen, auch für die Straße. Und deswegen muss man beim Offroad fahren, wenn man im Sitzer fährt, auch schon recht weit vorne sitzen, dass die Arme hier im Winkel reinkriegen, dass man einfach sauber lenken kann. Und bei den Fortgeschrittenen ist es natürlich so, dass die schon sehr erfahrene Offroad-Fahrer sind. Die waren schon auf sehr vielen Events, die waren schon oft auf dem Trans-Euro-Trail unterwegs. Und bei denen geht es darum, die Technik, die sie sich selber beigebracht haben oder woanders schon im Einsteigertraining gelernt haben, die Technik noch zu perfektionieren. Da bringt manchmal schon 1 Zentimeter sehr viel, und da macht man dann natürlich auch ein paar Sachen, die man jetzt beim normalen Offroad-Fahren gar nicht braucht. Aber es sind einfach Sachen, die Spaß machen, wie zum Beispiel Driften oder irgendwelche ausgefallene Balanceübungen, ein bisschen Springen, was jetzt mit der Reise-Enduro überhaupt nicht notwendig ist, und da muss man aufpassen, dass nichts kaputt geht. Aber das sind einfach Sachen, die machen Spaß, und sowas lernen wir dann im fortgeschrittenen Training. Wer aber im Gelände unterwegs sein will, muss auch mal mit Blessuren rechnen. An sich und am Material. Und so hatten wir auch einen Teilnehmer, dessen Sturzbügel nicht hielt, was er versprach. Aber da ich immer ein gut ausgestattetes Bordwerkzeug mit mir führe, konnte es dann auch zügig mit einem geflickten Motorrad weitergehen. Den passenden Link und das Video dazu findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Schick die mal ein, mal gucken. Ne? Ja, auf jeden Fall die ganzen Weil dafür Fotos. kaufst du dir, um den Bereich zu schützen. Und die ist nur umgefallen.
Mehr war das nicht. Ohne den Bügel wäre wahrscheinlich nichts passiert. So sieht's aus. Ja. Jeder, der Anfänger ist, weiß, dass er Anfänger ist. Aber ab wann sollte ich mich zum Fortgeschrittenen zählen und lieber ein fortgeschrittenen Training machen? Das ist eine recht schwierige Frage. Fortgeschrittener ist man dann, wenn man wirklich schon 1-2 Jahre regelmäßig Offroad gefahren ist. Also man ist noch nicht fortgeschritten, wenn man jetzt 300 Kilometer Trans-Euro-Trail gefahren ist. Dann ist man noch nicht fortgeschritten, aber dann kann man echt noch viel lernen. Fortgeschrittenen Training empfehle ich wirklich, wenn man alle Grundtechniken beherrscht, sich selbst viel zutraut, und da geht es dann wirklich darum, das, was man schon alles kann, zu perfektionieren. War auf jeden Fall jetzt geil. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit dem Training, mit dem Saisonstart 2022. Es hat wirklich Und natürlich mit mir. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir waren gestern im Einsteigertraining komplett ausgebucht. Hier war richtig Action. Die Leute hatten sehr viel Spaß, gaben gutes Feedback, und ich habe richtig Bock weiterzumachen und freue mich auf weitere Teilnehmer. Und wir bauen hier auch noch weiter aus. Also die Strecke wird regelmäßig geupgradet. Auch die Infrastruktur wird noch geupgradet. Und man muss dazu sagen, du machst das ja jetzt erst gerade. Du fängst gerade erst an, das hier gewerblich zu machen, weil du vorher ja nur Jugendtrainer warst. Genau. Und dementsprechend gibt es da ja jetzt im Moment noch Rabatt drauf. Also ist immer gut, jetzt zu buchen. Alles, genau. Aktuell haben wir noch einen Rabatt. Ja. Gut, das muss rausschneiden. Das war verschissen. Das war's und das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Wenn man ein Einsteiger ist so ein Training wirklich empfehlenswert. Aber auch wenn man schon erfahrener Fahrer ist, dann ist es richtig gut, jemanden zu haben, der einem auf die Finger guckt und Fehler, die sich vielleicht mit der Zeit eingeschlichen haben, noch mal ein bisschen auszubessern. Und wenn sich doch mal ein Fehler einschleicht, der zum Sturz führt, findet ihr hier das Video zu dem Werkzeugkit, was ich vorhin angesprochen habe. Und hier geht's zu dem Mitas E10, dem Reifen, den ich bei dem Training benutzt habe. Bis zum nächsten Mal.